Hallo liebe Freunde, mit den Superlativen, das ist ja immer so eine Sache, das wisst ihr ja selbst. Aber nach Aussage der Einheimischen stehen wir hier vor dem größten Baum Thüringens. Und selbst wenn es nicht der größte ist, beeindruckend ist er doch, oder? Aber wem das nicht genügt, hier gibt es noch mehr Superlativen. Mehrere hundert Meter von hier entfernt kommt ihr wirklich direkt in die Hölle. Und dort findet ihr, wem wundert's, den größten Eiszeitstein von Thüringen. Aber das ist noch nicht alles, was es hier bei dieser Tour zu entdecken gibt. Ihr findet hier noch viel mehr schöne Sachen und so wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Wer nicht das Glück hatte, einen der gemütlichen Bungalows zwischen Rudersdorf und Lotschen in der Nähe von Stadtroda zu ergattern, dem bieten sich unten im Tal am Speicher Rudersdorf, einem kleinen Stausee, welcher vom Grünitzbach gespeist wird und die Anglerunion Jena nutzt, zumindest einige wenige Parkmöglichkeiten. Wir folgen dem Verlauf der Zufahrt für die Bungalowsiedlung und ihr seht, rennt bitte nicht zu schnell hier entlang. Diese kleine Siedlung durchquert, laufen wir geradeaus dem Feldweg folgend weiter. Wobei es keine Ausschilderungen für diese selbstentworfene, reichlich 6 Kilometer lange Rundtour gibt. Nutzt also bitte wieder die GPS-Daten. Ihr wisst ja, die Links zu Outdoor Active und Komoot findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Touristisches Neuland ist diese Region dennoch nicht. Wie zu sehen ist, führt beispielsweise ein offizieller Radweg hier entlang. Auf jeden Fall bekommen wir hier unten himmlische Ruhe geboten. An der ersten Kreuzung könnte man theoretisch bereits ein erstes Picknick machen. Sinnvoller ist es jedoch, hier auf den Weg zu achten, denn wir müssen rechts in den schmalen Pfad abbiegen. Und zunächst geht es doch ganz ordentlich, wenn auch nur ein Stück nach oben. Dafür können sich alle weiblichen Wanderer unter euch auf einen besonderen Höhepunkt freuen. Nämlich der Froschkönig wartet hier auf euch, falls er inzwischen nicht weggeküsst wurde. Schließlich haben wir zunächst den höchsten Punkt erreicht und werden mit einer schönen Aussicht auch entsprechend belohnt. Im nächsten Wegabschnitt sind mir etliche Bäume aufgefallen, bei denen noch die Spuren vom Harzen zu finden sind. Beim nahegelegenen Pechofen oberhalb des Zeitsgrundes hatten wir dieses Thema schon einmal ganz kurz angerissen. Irgendwann erreichen wir eine kleine Waldeskreuzung. Geht ihr rechts nach oben, dann kommt ihr Richtung Sommerberge. Allerdings geht es zum einen noch einmal ordentlich hoch, zum anderen verlieren sich dort die Wege. Also besser links halten. Nach dieser gemütlichen Waldwiese stoßen wir auf einen breiteren Forstweg, welcher aus Rudersdorf selbst hierher führt. Selbigen gehen wir links und kommen langsam aber sicher wieder hinunter, nämlich zum ersten der Zipfelteiche. Idylle pur. In der Folge nutzen wir den breiteren Forstweg vorbei an den anderen Zipfelteichen, die heißen tatsächlich alle so, ehe wir an diesem Wasserhäuschen rechts abbiegen. Das Schild Gletscher klingt immerhin schon sehr verlockend. Zumindest Teile vom Wald sind das weniger.
Hier hat leider auch schon der Borkenkäfer Urlaub gemacht, genau wie wir das aus dem Harz bereits kennen. Aber immerhin finden wir zur Orientierung jetzt das G, nämlich für unser anvisiertes Ziel Gletscher. Und auch der Pfad, wie zu sehen, wird immer romantischer. Mir hat es großen Spaß gemacht, hier zu laufen. Und dass dieses Tal auch Hölle genannt wird, tut dem Genuss keinerlei Abbruch. Auch wenn es recht abenteuerlich über diese Pfade geht, finden wir bald das Schild Eiszeitstein. Natürlich lassen wir ihn, auch wenn es ein kleiner Umweg ist, nicht links liegen. Und seht, da ist er. Bei diesem Gletscherstein handelte es sich jedoch nicht um einen Findling, sondern er wurde aus vom Gletscher mitgeführten Steinen verschiedener Herkunft durch Schmelzwasser gewaschen und vom Druck des Eises zusammengepresst. Leider auch von diesem Stein wurde in der Vergangenheit abgebaut, aber seit 1940 steht er zum Glück unter Naturschutz. Denn in seiner Größe soll er in Thüringen einmalig sein. Also ein schöner Rekordhalter, welcher sich hier im Wald verbirgt und wir entdecken konnten. Genug bewundert, gehen wir einige Meter zurück, ehe wir auf unseren Pfad zurückkehren. Diesen folgen wir weiter, bis wir aus dem Wald herauskommen und nutzen den etwas unscheinbaren Feldweg nach links, bekommen unterwegs noch schöne Ausblicke Richtung Thüringer Wald sowie Angenehmes am Wegesrand geboten und dann steht er vor uns. Wie angekündigt, nach Aussage der Einheimischen, der größte Baum Thüringens. Aber ob er wirklich der größte ist oder nicht, imposant ist er doch wirklich. Und zur entspannten Rast lädt er uns obendrein ein. Irgendwann müssen wir uns aber von ihm trennen. Wir gehen den Feldweg nach unten, sehen beispielsweise Stadtroda vor uns und tauchen letztlich in den angenehmen Mischwald mit seinen herrlichen Laubbäumen ein. Ich finde das Farbspiel und die Atmosphäre unter ihnen immer wieder besonders schön und entspannend. Und welch eindrucksvolle Wurzeln entwickeln manche von ihnen. Hinausgetreten aufs Feld sehen wir im Dunst die Leuchtenburg bei Kahla, welche von hier sogar zu Fuß erreichbar wäre. Was wir jedoch als nächstes erreichen, ist die kleine Bungalow-Siedlung, so wir hier keinen der schönen Bungalows als Urlaubsdomizil ergattern konnten, wieder nach unten laufen. Unten angekommen sind es, rechts abbiegend, noch einmal reichlich 100 Meter bis zu unserem Ausgangspunkt.